Moin Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors. Heute mit einem richtig geilen Video, und zwar erkläre ich euch heute die besten Warcards und die besten Spezialisierungskarten für das Trio CTA Dwight, Negan und den Governor. Ich erkläre euch, warum ich das so gewählt habe und warum das auf jeden Fall eine sehr gute Wahl ist. Und vorab möchte ich euch mal ganz kurz die Warcards nochmal erklären. Wir gehen mal kurz hier rauf und wir sehen hier zum Beispiel die Killers Collection. Nun ist es so, in diesem Spiel, hier steht ja zum Beispiel, arbeitet nur mit Negan, Ruthless Negan, Call to Arms Dwight, The Governor oder Vengeful Governor. Das ist so nicht richtig. Es muss nur ein Survivor in der Formation drinne sein, damit diese Buffs auch gelten. Das heißt also, wenn du nur zum Beispiel CTA Dwight hast und der Rest ist Michonne und Abraham, reicht das, wenn ihr diese Warcards ausrüstet und die Buffs, die zählen trotzdem. Ich habe mich versichern lassen, ich habe natürlich den Support angeschrieben, die haben das bestätigt, also wenn da ganz viele Namen drinne stehen, nur einer muss mit drinne stehen, damit die ganzen Buffs zählen. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an, und zwar mit den Warcards für dieses Trio. Und ja, welche Warcard ist denn nun am besten? Das zeige ich euch jetzt. Wir gehen dazu erstmal in die Rangliste rein. So, damit ich euch das besser zeigen kann. Wir gehen auf Warcard. Wir nehmen mal Kratos Warcard. Und zwar für den Governor, für CTA Dwight und für Negan ist die beste Warcard nicht Killers Collection, sondern Huge Death. Tod. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ich kann das euch ja mal erklären, den Unterschied zwischen dieser Kriegsmaschine und Killers Collection. Das ist nämlich die Kriegsmaschine, die viele nutzen. Und ich erkläre euch das mal. Also beide Kriegsmaschinen sind stark, aber nur eine ist wirklich passend für das Trio. Ne? Also Governor, Dwight und Negan. Killers Collection macht 3 zufällige Angriffe mit jeweils 115% Schaden. Das klingt erstmal gut. Klingt stark, aber die Treffer sind zufällig. Das Ding ist, die Warcard löst nur mit 80% Wahrscheinlichkeit aus und hat keinen Buff-Effekt. Also der Schaden ist reiner Zufall. Bei der Judge Death sieht das so aus, das ist ein Gamechanger. Also direkt zu Beginn des Kampfes erhalten alle 3 Berserk und Schild. Und das für 4 Züge. Und das ist garantiert. Das heißt, mehr Schaden und weniger eingehender Schaden von Anfang an. Der klare Vorteil, Judge Death wirkt immer auf das ganze Team, ohne Risiko. Darum ist diese Warcard die bessere Wahl für dieses Trio. Sie verstärkt die Synergie der 3 Helden und bringt euch konstante Siege im PvP. Okay, jetzt sind wir die Warcards durchgegangen. Also die beste Warcard für dieses Trio ist Judge Death. Du kannst Judge Death auch spielen, wenn du den Governor, Pamela oder Negan nutzt. Na, das geht auch, die Buffs werden ausgelöst und das zählt definitiv. Okay, gut. Jetzt gehen wir mal zu den Spezialisierungskarten. So, jetzt kommen wir zu den Karten, die man den einzelnen Helden zuweist. Und wichtig, Leute, es kommt nicht nur auf die Karte an, sondern darauf, wem man die Karte gibt. Die perfekte Kombination ist der Governor. Er steht vorne. Er kriegt die Karte Hit and Guard. Er steht ganz vorne und fängt den meisten Schaden ab. Hit and Guard gibt ihm extra Lebenspunkte und reduziert eingehenden Schaden, und das erhöht seine Lebenszeit deutlich. Das ist entscheidend, damit sein Schaden und seine Schildfähigkeiten mehrere Runden wirken können. CTA Dwight bekommt die Karte Melee Crackdown. Diese Karte greift mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 2 Gegner gleichzeitig an und macht 30% weniger Schaden gegen Nahkämpfer. Dwight steht in der Mitte und trifft damit statistisch die meisten Ziele. Dazu kommt seine Fähigkeit wie Rage of War, ergänzen den Flächenschadenstil perfekt. Jetzt kommen wir zu Negan. Negan bekommt die Karte Brutaler Schläger. Diese Karte verursacht den Zustand fragil. Das heißt, der Gegner nimmt in den nächsten Zügen mehr Schaden. Aber dieser Skill braucht Zeit. Deshalb gehört die Karte nach hinten zu Negan. Er ist geschützt, überlebt lang genug und sein Burst-Schaden passt perfekt dazu. So entfaltet diese Karte die maximale Wirkung. Warum diese Kombination funktioniert? Diese Kombination funktioniert, weil sie Rollen abdeckt. Governor tankt mit Schild und Lebenspunkte. Dwight kontrolliert das Schlachtfeld mit Flächenschaden und Konter. Negan beendet mit dem Fraktur-Skill und Burst. Und mit der richtigen Warcard, Judge Death, bekommen alle 3 gleich zu Beginn den perfekten Startvorteil. Mehr Schaden, weniger Schaden nehmen, volle Synergie. Es ist nicht einfach nur eine starke Karte, also mal hier eine Karte und da eine Karte. Es ist wie eine Art geschlossenes System. Jetzt denkst du vielleicht, ja, aber das ist doch irgendwie sinnlos. Ich habe den Governor, ich habe CTA Dwight und ich habe Negan. Ich habe die Judge Death als Warcard und ich habe die 3 Karten. Mein Gegner hat genau das gleiche. Wo ist denn da die Herausforderung? Leute, die Herausforderung ist, auch wenn ihr gegen so einen Gegner spielt, der genau das gleiche hat wie ihr, heißt es nicht unbedingt, dass ihr gewinnt.
wenn er eine stärkere Warcard hat, gewinnt er. Also es ist egal, ob dein Gegner dieselbe Formation benutzt. Es kommt immer darauf an, wie gut dein Setup aufgelevelt ist. Das war jetzt so mein Überblick und die besten Karten und natürlich die beste Kriegsmaschine für dieses Trio. Wenn ihr euch fragt, welches Setup besser ist gegen Scharfschützen, also Governor, Pamela und Negan, dann kann ich euch das in einem nächsten Video erklären. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr das Video haben möchtet. So, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wenn ihr das nicht verstanden habt, stellt eure Fragen gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch gutes Gelingen. Seid wachsam, schlagt euren Gegner, kontrolliert euren Gegner und guckt genau, was der Gegner für ein Setup hat. Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's erstmal gut. Bis dann. Euer Sultai.